In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit dem XCAF Pilot Punkte aufnehmen könnt und diese danach auch wieder abstecken könnt. Wichtig, alle Punkte, die ihr aufnehmt, könnt ihr später auch exportieren und es ist auch egal, mit was ihr die Punkte aufnehmt, also ob mit dem Roverstab oder der Maschine. Nehmen wir zuerst einmal einen Punkt auf. Hierfür habe ich zwei Möglichkeiten. Es gibt zum einen das Quick-Menü, hier unten rechts, der dritte Button von unten, über das ich einen GPS-Punkt aufnehmen kann. Okay, damit habe ich den Punkt erfasst. Alternativ kann ich auch über das Design-Menü gehen, Punkt, komme hier in die gleiche Menü und könnte auch hier diesen Punkt erfassen. Zusätzlich habe ich auch die Möglichkeit, Punkte manuell einzugeben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Grenzstein weiß, die Koordinaten von dem, kann ich diese Koordinaten hier eingeben und dann den Punkt abstecken oder überhaupt suchen. Wie gehe ich jetzt vor, wenn ich jetzt einen Punkt, den ich abgesteckt habe, suchen möchte? Dafür wähle ich den entsprechenden Punkt hier im Menü an und klicke den Anlauf-Button, also den Absteck-Button. Jetzt sehe ich in die Richtung. Das Tablet zeigt mir, je nachdem in welche Richtung ich schaue, die Richtung an, wo ich laufen muss und kann mich dann diesem Punkt nähern. Sobald ich 2 Meter unterschreite, geht er in die Feinansicht. Ab jetzt kann ich hier in allen 4 Richtungen genau sehen, wie ich mich positionieren muss, um am Ende genau auf den Punkt rauszukommen. Jetzt könnte ich ihn hier auch markieren oder meinen Grenzstein entsprechend suchen. Hiermit habt ihr gesehen, wie einfach es ist, Punkte erfassen und Punkte entsprechend auch zu suchen. Diese Punkte müssen nicht erst abgesteckt sein, sondern die können auch zum Beispiel aus einem Geländemodell kommen oder einem DXF. Im nächsten Schritt gehen wir jetzt weiter und nehmen entsprechend auch Linien auf. Wollt ihr noch mehr erfahren? Dann findet ihr hier noch weitere Videos zu unserem System.